Heute im Video sprechen wir über häufig gestellte Touristenfragen von Deutschen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich verliere mal ein paar Worte zu mir, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sein, bin ich von Dortmund nach Łódź ausgewandert und seitdem lebe ich und arbeite hier in Łódź und führe hier mein Leben weiter fort. Heute gehen wir mal auf typische deutsche Touristenfragen ein. Das ist mehr ein Video wahrscheinlich für Deutsche, die in Polen Urlaub machen möchten. Ich möchte mich hier natürlich jetzt nicht als den großen Urlaubsexperten hinstellen. Ich denke, dass ich hier aber schon ein bisschen aus eigener Erfahrung auch sprechen kann, da wir circa 3 bis 5 Orte im Jahr nur allein an der Ostsee besuchen. Und dann besuchen wir auch noch so Urlaubsorte, zum Beispiel in den Bergen oder wir sind mal in Białowieża oder machen auch mal irgendeinen Städtetrip. Ich packe euch mal alle Videos, die zum Thema Urlaub gehören, unten in den Kommentaren rein. Wenn ihr dann mal Lust habt und Zeit habt, könnt ihr euch die auch gerne mal anschauen. Gehen wir jetzt aber auch schon ein bisschen mehr in Richtung Hauptthema und gehen ein paar Fragen durch, die man sehr häufig im Internet lesen kann. Und ich hoffe auch, dass ich mit dem Beantworten der Frage dem einen oder anderen helfen kann. Wäre auch nicht verkehrt, vielleicht wenn du das Video in den bestimmten Gruppen teilen könntest. Damit würde man auf jeden Fall einigen Menschen helfen. Kommen wir zur ersten und einer sehr häufig gestellten Frage, die ich im Internet lesen konnte. Komme ich in Polen mit der deutschen Sprache zurecht? Man muss hier ganz klar sagen, dass gerade an der Ostsee, an den Touristengebieten, die von Deutschen sehr viel besucht werden, wie zum Beispiel Swinemünde, Międzyzdroje oder Kołobrzeg, man dort eigentlich mit der deutschen Sprache sehr gut zurechtkommt, zumindest was jetzt die Touristen-Hotspots angeht. Wenn man schon ein bisschen weiter, vielleicht in kleinere Orte fährt, da wird das vielleicht schon ein bisschen seltener mit der deutschen Sprache. Zumindest habe ich das auch so erlebt, dass zum Beispiel in Grzebowo, was wirklich nur ein paar Kilometer von Kołobrzeg ist, schon weniger die Leute Deutsch sprechen. Da wirst du mit Sicherheit besser mit der englischen Sprache auch zurechtkommen. Ich würde jetzt auch mal behaupten, Orte, die sich immer mehr von der deutschen Grenze entfernen, wird immer weniger die deutsche Sprache benutzt. Ich persönlich zum Beispiel liebe die Halbinsel Hell und wenn ihr mal dorthin fahren solltet, werdet ihr mit Sicherheit weniger mit der deutschen Sprache klarkommen. Da solltet ihr vielleicht schon ein paar Vokabeln Englisch können oder im besten Fall sogar Polnisch können. Damit werdet ihr dann schon irgendwie besser zurechtkommen. Wir wissen ja alle, dass in Polen die Landessprache Polnisch ist. Also geht deswegen bitte nicht davon aus, auch nicht in den Touristen-Hotspots, dass jeder da Deutsch sprechen muss. Kommen wir zur zweiten Frage und diese lautet: Kann ich in Polen mit Euro zahlen? Wie wir wissen, ist die Landeswährung in Polen der polnische Złoty. In den meisten Touristengebieten oder auch Großstädten wird man auch die Möglichkeit haben, mit Euro zu bezahlen. Viele Geschäfte haben auch zum Beispiel irgendwie so einen Aufkleber stehen, dass die halt zum Beispiel Euro akzeptieren. Ist aber meines Wissens nach nicht sehr empfehlenswert. Warum? Die Geschäfte berechnen euch einen schlechten Umrechnungskurs. Man sollte, wenn man mit Bar zahlen möchte, schon sein Geld vorher in einem Kantor tauschen und so kommen wir auch schon automatisch ein bisschen zur Frage Nummer 3 rüber. Wo kann ich meine Euros tauschen? Das könnt ihr in einem Kantor machen. Zum Thema Kantor habe ich erstmal vor kurzem ein ausführliches Video gemacht. Das packe ich euch in den Kommentaren rein. Schaut euch das an und da sollten eigentlich alle Fragen beantwortet werden, wenn es jetzt um das Thema geht, Euros in Złoty umzutauschen. Selbstverständlich gibt es auch Leute, die lieber mit der Karte zahlen als bar. Somit springen wir auch automatisch zu Frage Nummer 4 rüber. Kann ich in Polen mit Karte zahlen? Und hier kann man die Frage ganz klar beantworten mit Ja. In Polen kannst du fast überall eigentlich mit Karte zahlen. In Polen ist die Kartenzahlung viel weiter verbreitet wie in Deutschland. Ich kann mich erinnern, als ich zuletzt in Deutschland war, ich weiß nicht, das müsste so circa schon 2-3 Jahre her sein, war ich beim Bäcker, dann wollte ich mir Brötchen holen und wollte auch fragen, ob ich mit Karte zahlen kann, weil ich jetzt keine Euros hatte, ich habe kein Geld umgetauscht. Da mein Wert unter 5 Euro noch war, ja, konnte
konnte ich leider die Karte nicht benutzen. In Polen ist das ja, ich sage jetzt mal schon ganz normal, dass selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Kaugummi für 20 Groschen kaufen willst oder ich weiß nicht, wie teuer so ein Kaugummi ist, kannst du dieses mit der Karte bezahlen. Also das funktioniert hier wirklich problemlos. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Kartenzahlung und springen direkt rüber zu Frage Nummer 5. Ist es besser mit Euro oder in Zloty zu zahlen, wenn ich mit der Karte zahle? Wenn ihr die Karte benutzt, kriegt ihr dann auf dem Terminal im Prinzip so die Auswahlmöglichkeit, Euro oder Zloty zu wählen. Wählt bitte immer die Landeswährung, egal wo ihr seid. Also das zählt jetzt hier nicht nur in Polen, das zählt eigentlich überall, wo kein Euro ist. Wählt immer die Landeswährung, in diesem Fall den polnischen Zloty. Das hat einfach was damit zu tun, dann gibt es weniger Umrechnungskurse und ja, der Rechnungskurs wird dann besser berechnet. Tut aber dies bitte nochmal vorher mit der Bank absprechen, welchen Umrechnungskurs ihr habt. Viele sagen pauschal, ja, mit Karte ist besser, dann kriegt man immer den 1:1 Wechselkurs. Ich wäre mir da wirklich nicht zu 100% sicher. Sowas immer vorher mit der Bank absprechen und fragen, wie ist der Umrechnungskurs, wenn ich zum Beispiel nach Polen fahre und mit der Karte zahlen möchte. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Kommen wir zur Frage Nummer 6. Ist das besser im Bar zu bezahlen oder mit der Karte zu bezahlen? Ich denke, in diesem Fall bleibt das euch persönlich überlassen, was ihr lieber mögt. Mit der Karte ist es selbstverständlich ein bisschen bequemer zu zahlen. Das hat hier und da alles seine Vorteile. Wenn man heute zum Beispiel einen guten Umrechnungskurs hat und ihr im Kantor das ganze Geld tauscht, habt ihr dann ganze Zeit den guten Umrechnungskurs. Wenn ihr mit der Karte zahlt, ja, müsst ihr halt den aktuellen Umrechnungskurs akzeptieren, der gerade auf dem Markt ist. In diesem Fall bleibt das ehrlich gesagt euch überlassen, welcher Typ ihr seid und was ihr lieber mögt. Kommen wir zur Frage Nummer 7 und diese ist mehr für Hundebesitzer. Darf ich mit meinem Hund am Strand? Hier ist die Antwort ganz klar. Nein, in Polen gibt es auch extra Abschnitte, Hundestrände, wo du mit deinem Hund am Strand gehen kannst. Das ist nicht anders wie in Deutschland, wirklich nicht. Da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Was aber in Polen anders ist, die Menschen, die sind hier toleranter gegenüber Hunden. Und hier kann ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Wenn ihr in Polen am Strand seid, werdet ihr mit Sicherheit hier und da mal jemanden sehen, der mit dem Hund da spazieren geht und es regt sich auch keiner auf. Warum? Der Hund benimmt sich, der greift keine Menschen an, der bellt nicht sinnlos und weiß nicht, schüttet irgendwie Sand auf irgendwelche Leute oder so. Also das ist vollkommen in Ordnung. Du wirst selten jemanden finden, der sich dann da beschwert. Aber ihr müsst immer im Hinterkopf haben, es ist verboten, mit dem Hund am Strand zu gehen. Gerade zur Saison, ich sage jetzt mal zwischen Juni und September. Außerhalb der Saison, das heißt von circa Oktober bis April, Mai, kannst du mit deinem Hund überall am Strand gehen. Also im Prinzip ist das nicht anders wie in Deutschland, nur die Menschen in Polen, die sind da schon ein bisschen toleranter gegenüber Hundebesitzern am Strand. Jetzt kann ich auch noch ein paar persönliche Worte zu diesem Thema sagen. Ich selber war in Deutschland auch Hundebesitzer und mich persönlich stören Hunde nicht am Strand, solange die sich benehmen, nicht irgendwie Theater machen, mich nicht irgendwie angreifen oder anspringen oder sonst irgendwie so, ist mir das ehrlich gesagt total egal, ob ein Hund da rumläuft oder nicht. Frage Nummer 8. Kann ich in Polen das Wasser aus der Leitung trinken? Hier kann ich sagen ganz klar, ja, du kannst bedenkenlos in Polen das Wasser aus der Leitung trinken. Es passiert dir hier gar nichts, das Wasser ist hier nicht schlecht oder sonst irgendwie etwas. Ich lebe schon seit einigen Jahren in Polen und ich kaufe mir kein Wasser mehr, muss ich dazu sagen. Ich trinke es nur aus der Leitung. Ich koche meinen Kaffee damit, ich koche meinen Tee damit, ich koche überhaupt mein Essen mit Wasser aus der Leitung und ich lebe, ich bin gesund, ich hatte noch keine Krankheiten. In diesem Fall kann ich dir wirklich so 100% sagen, ja, das Wasser aus der Leitung hier in Polen kannst du wirklich bedenkenlos trinken. Kommen wir zur Frage Nummer 9. Wo kann ich günstig parken? Hier kann ich, denke ich, die Frage ganz schnell beantworten. Gerade zur Saison und in Touristengebieten musst du überhaupt Glück haben, manchmal einen Parkplatz zu finden. Selbst wenn du jetzt mal einen bezahlten Parkplatz suchst, wirst du da schon deine Probleme haben, den zu finden. Aber hier kann man einfach mal sagen, einen günstigen Parkplatz zur Saison in Touristengebieten wirst du wahrscheinlich nicht finden, wenn du nicht jemand bist, der schon öfters irgendwo an diesem Ort war und vielleicht, ich nenne das jetzt mal Insiderwissen hat, wo man günstig
günstig sein Auto abstellen kann. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel von Swenemünde sprechen, da ist ja dieser ganze, ich sag jetzt mal, Punkt, wo die Promenade ist ja nur bezahltes Parken. Da wirst du keinen kostenlosen Parkplatz finden. Selbst wenn du dort irgendwo jetzt zum Beispiel ein Apartment buchst und der Besitzer einen Parkplatz hat, wird er ihn dir auch nur gegen Gebühr zur Verfügung stellen. Selber war ich auch letztes Jahr in Kołobrzeg und war ehrlich gesagt auch ein wenig über die Parkpreise geschockt. Also die wollten da damals 80 Zloty pro Tag haben. Das fand ich schon viel. Also wenn der Tagespreis jetzt 50, 60 Zloty ist, habe ich auch ehrlich gesagt kein Problem, das zu bezahlen. Mittlerweile ist das auch so, dass wir persönlich jetzt schon immer um die 60 Zloty pro Tag nur fürs Parken einplanen. Wenn wir irgendwo hier an der Ostsee Urlaub machen, das ist schon ganz normal bei uns. Wenn wir dann günstiger davon kommen, freuen wir uns selbstverständlich. Aber ich denke, wenn man jetzt in Polen zur Ostsee fährt, sollte man immer ein bisschen mehr Geld mitnehmen und schon das Parken mit einplanen. Bleiben wir jetzt noch ein bisschen beim Thema Parken und kommen somit zur Frage Nummer 10. Muss ich meinen Strafzettel, den ich in Polen kriege, bezahlen? Hier kann ich ganz klar sagen, ja, den Strafzettel musst du laut dem Gesetz bezahlen. Ob du es machst oder nicht, bleibt natürlich dir überlassen. An dieser Stelle kann ich auch sagen, dass alle Länder innerhalb der EU auch außerhalb ihres Landes ein Vollstreckungsverfahren einleiten können. Das heißt, selbst wenn du nach deinem Urlaub wieder zu Hause bist, wenn die dir ein Ticket schicken und du musst es dann trotzdem bezahlen, und ich kann dir garantieren, dass es danach noch teurer wird. Schau bitte nicht auf die Sachen im Internet, was da drin steht, von wegen, ach nee, du wirst eh nicht bezahlen müssen und so weiter. Früher oder vielleicht sogar noch bis vor kurzem war das vielleicht der Fall so. Mittlerweile wäre ich mir nicht mehr ganz so sicher. Eine persönliche Empfehlung ist, bezahl das Ticket und du hast die Sorgen aus dem Kopf. Wenn man falsch parkt oder bewusst kein Ticket zieht, um sich eventuell Parkgebühren zu sparen, was wir auch gerade besprochen haben, was ja in Touristengebieten teurer ist, machst du das ja alles bewusst. Ja? Und wenn du danach ein Ticket kriegst, solltest du eigentlich auch dann mit den Konsequenzen rechnen und auch dazu gerade stehen. Solltest du irgendwo vielleicht sogar unbewusst parken und dafür ein Ticket kriegen, bezahl die Strafe und nimm es als eine Lehre mit. Hier muss man aber trotzdem auch aufpassen. Ich selber habe das noch nicht erlebt, habe aber auch schon gelesen, dass es anscheinend auch Falschparktickets gibt, die sagen, ja, bezahl dann irgendwie diese und diese Summe auf diese und diese Kontonummer. Geht am besten vielleicht zum Amt, legt das Ticket vor, fragt nach, ob es ein Originalticket ist, oder fragt einen Polizisten auf der Straße, ob es sich um ein echtes Ticket handelt. Die werden euch da mit Sicherheit schon weiterhelfen können. Und wenn es dann ein originales ist, könnt ihr verifizieren lassen, dann bezahlt das Ticket und ihr habt wirklich alle Probleme aus dem Kopf. Kommen wir zur Frage Nummer 11, und die ist mehr zum Thema Nebensaison in Polen. Sehr oft habe ich die Frage gelesen, hat denn überhaupt alles in der Nebensaison in Polen offen? Hier muss man ganz klar sagen, wenn ihr irgendwo im Touristengebiet seid, gerade an der Ostsee, in der Nebensaison haben natürlich nicht alle Geschäfte offen, nicht alle Restaurants, also jetzt in Promenadenähe. Das lohnt sich einfach für die Besitzer nicht, da den ganzen Tag zu stehen, wenn die keine Gäste haben. Hier darf man auch sagen, dass in größeren Orten wahrscheinlich mehr Restaurants offen haben, wie jetzt in kleineren Orten. Ich kann mich selber noch erinnern, dass ich einmal, ich meine zu ungefähr Mai, Juni Zeit mal auf der Halbinsel Hel war, im Ort Jastania, und da zum Beispiel auf der Promenade, da war wirklich nichts los. Da hast du wirklich eine Handvoll Menschen gesehen. Da war vielleicht 1 oder 2 Restaurants offen, die machen dann auch verspätet auf. Da habt ihr wirklich nicht sehr viel. Wenn ihr aber eure Ruhe haben wollt, ist auch die Ostsee zur Nebensaison wirklich erholsam. Also wir persönlich fahren auch sehr oft zur Nebensaison. Also ich sage jetzt mal mehr so im April, Mai, vielleicht noch Anfang Juni zur Ostsee, weil dann wirklich noch die ganze Masse noch nicht da ist. Und da kann man auch wirklich ruhig am Strand spazieren gehen. Manchmal ist es noch ein bisschen kühler, aber es ist wirklich auszuhalten und sehr angenehm. Zumindest für uns persönlich. Frage Nummer 12 und auch eine sehr häufig gestellte Frage: Wo
kann ich in Polen Zigaretten kaufen? Und hier kann man die Frage eigentlich ganz leicht beantworten. Du kriegst überall Zigaretten, an jeder Tankstelle, an jedem Kiosk, in so gut wie jedem Supermarkt kriegst du Zigaretten, die du dir kaufen kannst. Als Raucher kann man hier den ein oder anderen Euro sparen, beziehungsweise den ein oder anderen Złoty. Ich denke, Leute, die diese Frage stellen, wollen mehr wissen, wo man die geschmuggelten Zigaretten kaufen kann. An dieser Stelle würde ich wirklich abraten, diese geschmuggelten Zigaretten zu kaufen, denn das sind sehr oft zum Beispiel Zigaretten aus der Ukraine, die sind mit irgendeinem, weiß nicht was, befüllt. Ich wäre da ganz vorsichtig. Im Allgemeinen, Rauchen ist ungesund, aber wenn man dann diese geschmuggelten Zigaretten rauchen möchte, ist es wesentlich noch ungesünder. Aber jeder darf ja selbst über sein Leben entscheiden. Aber diese Zigaretten könntest du zum Beispiel auch irgendwo auf dem Markt finden. Da stehen die dann meistens mit irgendwelchen Ständen. Aber wie gesagt, ich persönlich würde wirklich die Finger davon lassen. Eine Frage, die ich auch verdammt häufig und eigentlich schon täglich im Internet lese: Wo kann man gut essen gehen? In diesem Fall kommt es eigentlich mehr auf den Geschmack darauf an, denn das, was mir schmeckt, muss dir nicht schmecken, das, was dir schmeckt, muss mir nicht schmecken, das ist ganz klar. Um ein gutes Restaurant zu finden, ich sage euch jetzt mal, wie ich persönlich es mache, ich google einfach Restaurants in meiner Nähe und schaue mir dann dort die Bewertungen an und lese mir in der Regel dann immer die Bewertungen durch, mehr die negativen Bewertungen als die positiven Bewertungen, weil bei den positiven Bewertungen steht auch sehr oft einfach nur, ja, super Restaurant, das ist ja gut. Mich interessieren aber mehr die negativen Bewertungen, ob die auch, ich nenne das jetzt mal, gerechtfertigt sind, weil wenn zum Beispiel jemand in eine Pizzeria geht und ich weiß nicht, zum Beispiel 70 Złoty für eine Pizza bezahlt und dann eine negative Bewertung schreibt, dass die Pizza ihm zu teuer war, die negative Bewertung finde ich dann irgendwie nicht ganz gerecht, weil ja, ich sehe ja vor, die Preise, ob ich dann dort essen gehen will, und das dann danach noch negativ zu bewerten, ist dann eigentlich nicht ganz fair. Zumindest mache ich es so. Natürlich kann man auch immer gerne die Leute im Internet fragen, wo eventuell was gut ist, vielleicht so einen kleinen Geheimtipp sich irgendwo holen, aber in der Regel kann man sowas auch eigentlich über Google herausfinden. Eine Frage, die man eigentlich auch schon täglich in verschiedenen Foren oder Gruppen findet, ist: Ich fahre für 2 Wochen nach Ort XY. Was kann man dort machen? Was muss man gesehen haben? Oder auch eine Frage: Ich habe 2 Kinder oder ich habe ein Kind. Ich fahre für eine Woche nach Ort XY. Kann man dort überhaupt etwas mit Kindern machen? An dieser Stelle kann ich auch immer nur auf Google verweisen. Von der anderen Seite, also so mache ich persönlich das zumindest immer, wenn ich irgendwo hinfahre, mache ich mich im Vorfeld schlau. Was kann man dort machen? Ist das überhaupt ein Urlaubsort für mich? Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich erstmal etwas gebucht habe und mich danach informiert habe, was kann man dort machen. Das ist nur so eine kleine Empfehlung von mir. Vielleicht von vornherein versuchen herauszufinden, ist das überhaupt ein Urlaubsort für mich? Kann ich da etwas unternehmen? Sind da die gewissen Attraktionen, die meinen Urlaub zufriedenstellen? Nur so ein kleiner Tipp nebenbei von mir. Wir haben für dieses Jahr schon unseren Urlaub verplant und freuen uns schon tierisch auf die Ostsee. Falls noch irgendwelche Urlaubsfragen offen sein sollten, kannst du es mich mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Vielleicht mache ich noch mal ein extra Video zu diesen Fragen, um sie dir zu beantworten. In den Kommentaren findest du auch noch weitere Videos von mir zum Thema Urlaub in Polen. Da sind auch ganz viele Videos von der Ostsee und überhaupt im Allgemeinen Tipps zum Thema Urlaub in Polen. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund, schönen Urlaub und bis zum nächsten Mal. Ciao!